Das haben Sie noch nie gehört. Sehen Sie, die meisten, die dieses Video sehen, werden Ende der ersten Woche nicht mehr da sein. Warum? Weil sie sich alle auf ihre Generatoren, teuren Solaranlagen oder die Ei am Keller gehorteten Nudelpackungen verlassen. Aber sie vergessen etwas. Wenn das System zusammenbricht, ist Technik nur noch ein Haufen Metall. Viele Deutsche denken immer noch, ein Stromausfall sei etwas, das man nur in Netflix-Serien sieht. Das Bundesamt für Katastrophenschutz, BBK, warnt seit Jahren und verteilt Broschüren. Wenn morgen früh der Strom ausfällt und nicht wieder angeht, können Sie mit Ihrem 1000-Euro-Handy kein Feuer mehr machen. Wenn es soweit ist, werden nicht die Reichsten überleben, sondern diejenigen, die selbst aus Müll eine Waffe machen können. Heute stelle ich Ihnen 20 Dinge vor, die ich aus der Praxis kenne und die andere Vorbereiter oder die Videos in der Küche drehen, nicht kennen. Sie kosten alle unter 2 Euro. Dinge, die man in jedem Discounter, Aldi, Lidl findet. Aber wenn das Chaos losgeht, werdet ihr verstehen, warum ein Kondom wichtiger ist als ein Wassertank, warum eine alte Zündkerze das einzige Hindernis zwischen eurem Leben und eurer Freiheit sein kann. Meine Konkurrenten raten euch einzudecken. Ich sage euch, überlebt. Wenn ihr dieses Video mittendrin abbrecht, könnt ihr eurer Familie in einer Krisensituation vielleicht nicht mehr gegenübertreten, nur wegen dieses 5-0-Cent-Artikels, der euch fehlt. Jetzt betreten wir die Profi-Welt. Disziplin und Vorbereitung. 1. Transparentes Feuerzeug mit Feuerstein und Klebeband. Viele kaufen Magnetfeuerzeuge. Ein Fehler. Magnetfeuerzeuge gehen beim Fallenlassen kaputt oder funktionieren bei einem EMP, elektromagnetischen Impuls, nicht. Kaufen Sie sich lieber ein möglichst günstiges transparentes Feuerzeug mit Feuerstein. Warum transparent? Weil Sie den Füllstand des Gases sehen können. Warum Feuerstein? Weil Sie selbst bei leerem Feuerstein mit dem Funken noch ein Feuer entzünden können. Aber der wahre Trick ist folgender. Wickeln Sie 1-2 Meter Klebeband um das Feuerzeug. Dieses Klebeband dient sowohl als Notfallreparaturset als auch als hervorragender Feuerstarter. Brechen Sie ein Stück ab und zünden Sie es an. Es entzündet selbst nassestes Holz. 2. Ölfreie Kondome. Wassertechnik. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein ölfreies Kondom gehört unbedingt in den Notfallrucksack eines Preppers. Warum? Weil es sich bis auf das 4-0-fache seines Volumens dehnen lässt und etwa 2 Liter Wasser aufnehmen kann. In eine Socke gesteckt, wird es zu einer platzsicheren Wasserflasche. Wenn Sie Ihr Radio oder wichtige elektronische Geräte hineinlegen und die Öffnung zubinden, sind sie absolut wasserdicht, günstig, leicht und ein Lebensretter. 3. Zündkerzenporzellan. Stadtflucht. Wenn Sie in der Stadt leben, ist dies Ihre Geheimwaffe. Brechen Sie den Porzellanteil einer alten Zündkerze ab und stecken Sie ein kleines Stück in Ihre Tasche. Dieses Porzellan zerstört die Molekularstruktur von Glas. Wenn Sie es leicht gegen die härteste Autoscheibe werfen, zerspringt diese in 1000 Stücke. Sollten Sie einen Unfall haben oder in einem Gebäude eingeschlossen sein und leise entkommen müssen, ist dieses 1-0-Cent-Stück Ihr einziger Schlüssel. 4. Damenbinden. Traumaverband. Das ist kein Scherz, sondern eine militärische Taktik. Damenbinden sind dafür entwickelt, große Mengen an Flüssigkeit aufzufangen. Bei tiefen Wunden mit unstillbarer Blutung ist eine sterile Binde die beste Alternative. Diese preiswerte Binde leistet, was die dünnen Mullkompressen in ihrem Erste-Hilfe-Set nicht können. Manchmal bedeutet Leben retten, Tabus zu brechen. 5. Vaseline und Watte. Wärmeenergie. Kälte ist tödlich. Mit nassem Holz kann man kein Feuer entzünden. Aber wenn Sie ein Stück Watte mit Vaseline tränken und beiseite legen, brennt diese Watte 10 Minuten lang wie eine Fackel. Vaseline beugt außerdem Hautrissen vor, reduziert das Infektionsrisiko und verhindert Rost an Metallgegenständen. Sie sollten unbedingt eine kleine Dose davon in Ihrer Tasche haben. 6. Kaliumpermanganat. Man bekommt es sehr günstig in Apotheken. Diese Kristalle sind ein Wundermittel. Schon wenige Kristalle desinfizieren Wasser. Es hilft gegen Pilzinfektionen. Und das Verrückteste daran, wenn man es mit etwas Zucker mischt und ein Stück Eisen darauf drückt, entsteht durch eine chemische Reaktion Feuer. Streichhölzer ausgegangen? Mit Kalium kein Problem. 7. Zahnseide. Unzerbrechliches Binden. Normales Seil ist sperrig und verrottet. Zahnseide hingegen ist gewachst, sehr haltbar und unzerbrechlich. Schuh geplatzt? Mit Zahnseide flicken. Eine Notunterkunft bauen? Mit Zahnseide zusammenbinden. Man kann sie sogar in Notfällen zum Nähen verwenden, nur für Profis oder um eine unsichtbare Alarmanlage, Stolperdraht vor der Haustür zu installieren. 8. Alufolie. Faradayscher Käfig. Mein Konkurrent beschrieb Alufolie als Kochwerkzeug. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Wenn Sie von einem elektromagnetischen Impuls, EMP, getroffen werden oder nicht geortet werden wollen, unterbricht
sendet das Einwickeln Ihres Handys oder Ihrer Autoschlüssel in 3 Lagen Alufolie das Signal. Das ist ein Faraday'scher Käfig. Außerdem verhindert eine Lage Alufolie in den Stiefeln I Am Winter, dass Körperwärme entweicht. 9. Kabelbinder, Klettverschluss. Wer sich auf Notfälle vorbereitet und kein Klebeband und keine Kabelbinder dabei hat, ist nur ein Camper. Mit Kabelbindern kann man in Sekundenschnelle 2 Äste zusammenbinden und so einen Unterschlupf bauen. Oder man kann einen gerissenen Rucksackgurt reparieren. Im schlimmsten Fall kann man Türklinken zusammenbinden, um den Einbruch von außen zu erschweren. Leise, schnell und sehr stark. 10. Rettungsdecke aus Mylar. Diese dünnen, silberfarbenen Decken, sie kosten weniger als 1 Euro pro Stück. Aber sie sind Ihre einzige Chance, wenn Sie draußen bei eisigen Temperaturen sind. Decken Sie sich nicht nur damit zu, spannen Sie sie hinter einer Wand aus, damit die Wärme eines kleinen Feuers, das Sie entzündet haben, zu Ihnen zurückströmen kann. Wer in einer Notsituation nicht auf Wärmedämmung achtet, erfriert. 11. Bleistift und Notizbuch. Wenn die digitale Welt zusammenbricht, sind all Ihre Informationen verloren. Kugelschreiber frieren ein, laufen aus und verstopfen. Ein Bleistift hingegen schreibt I am Weltraum und unter Wasser. Sie müssen wichtige Koordinaten notieren, Listen austauschen oder medizinische Informationen weitergeben. 12. Pfeife. Schreien verschwendet Energie und trocknet den Hals aus. Eine Pfeife hingegen überträgt ihre Stimme mit minimalem Atemzug bis zu 1 Kilometer weit. Sie ist lebenswichtig, um Hilfe zu rufen oder mit ihrem Team zu kommunizieren. 13. Chlortabletten. Ein Kaffeefilter filtert nur den Schmutz heraus, aber nur Chemie tötet die Keime I am Inneren. Eine 1,0 Cent Tablette schützt sie vor Ruhr. 14. Ein kleiner Spiegel. Er ist das leistungsstärkste Kommunikationsmittel, das keine Batterien benötigt. Bei Sonnenlicht können Sie ein Signal an ein Flugzeug oder ein Rettungsteam in 10-15 Kilometern Entfernung senden. 15. Seife. In Krisenzeiten töten Infektionen mehr Menschen als Kugeln. Seife dient nicht nur zum Reinigen, sondern ist auch ein hervorragendes Gleitmittel für festsitzende Reißverschlüsse oder Schrauben. 16. Salz. Das Kristall des Lebens. Soldaten wurden früher mit Salz bezahlt. Es ist lebenswichtig für den Elektrolythaushalt des Körpers. Man kann Fleisch durch Salzen monatelang haltbar machen. Es ist das wichtigste Element der Tauschwirtschaft. 17. Zucker. Er rettet Leben bei plötzlichem Energieverlust. Aber er hat noch eine interessantere Anwendung. Streut man Zucker auf eine offene Wunde, tötet er Bakterien ab und beschleunigt dank des osmotischen Drucks die Heilung. Napoleons Ärzte nutzten diese Methode. 18. Natron. Backpulver. 50 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Von Sodbrennen über Zahnreinigung und Schuhgeruch bis hin zur Oberflächenreinigung. Mit einer einzigen Packung hat man eine ganze Apotheke in der Tasche. 19. Großer, dicker Müllsack. Mein Gegner hat gerade Toilette gesagt. Was sagen wir dazu? Das hier ist ein Notfallschlafsack. Füll ihn mit Laub oder Stroh, kriech hinein und du wirst nicht erfrieren. Außerdem ist er der beste Poncho I am Regen. 20. Sicherheitsnadel. Klein, aber oho. Du kannst Angelhaken basteln, Verbände befestigen, deine Kleidung flicken. Befestige 10 Stück an einer Ecke deiner Tasche und du wirst mir danken. Okay, diese 20 Dinge zu haben, ist nur 20% der Aufgabe. Die restlichen 80% hängen davon ab, wo du diese Dinge aufbewahrst und wie schnell du darauf zugreifen kannst. Deutsche Disziplin besagt, 1 ist Nein, 2 ist 1. 1 ist keins, 2 ist 1. Pack diese 2-Euro-Artikel nicht einfach in einen Karton und wirf sie in den Keller. Verteilen Sie die Ausrüstung gemäß dem System der gestaffelten Notfallvorsorge. EDC, Alltagsausrüstung. Feuerzeug, Zündkerzenersatz und Pfeife sollten immer in Ihrer Tasche oder an Ihrem Schlüsselbund sein. Notfalltasche, Kondome, Klebeband und Wassertabletten gehören in die Tasche im Büro oder in den Kofferraum. Fluchtrucksack. Wenn Sie das Haus verlassen müssen, sollte Ihre Tasche die gesamte Liste und Ersatzteile enthalten. Denken Sie daran, wenn Chaos ausbricht, gibt Ihnen niemand 5 Minuten Zeit, um in den Keller zu gehen. Nun zu dem heiklen Thema, über das niemand spricht. Tauschhandel. An dem Tag, an dem der Euro wertlos wird, sind die 2 Euro Salz oder Zucker in Ihrer Tasche nur noch eine Silbermünze in der Hand eines anderen wert. Warum? Weil die Biologie nicht lügt. Der menschliche Körper braucht Natrium, Salz und Energie, Zucker. Vergessen Sie beim Tauschhandel nicht die Regel des Kommissars. Zeigen Sie niemals alles, was Sie haben.
Wenn du ein Päckchen Salz tauschst, zeige nur dieses Päckchen dem anderen. Jemand, der deinen gesamten Vorrat kennt, kauft ihn dir vielleicht lieber ab, anstatt mit dir zu tauschen. Diese billigen Waren sind die sichersten Mittel, um in Krisenzeiten Handel zu treiben, ohne zur Zielscheibe zu werden. Warum sammeln wir diese 20 Dinge? Nur zum Überleben? Nein, die meisten dieser Gegenstände stärken tatsächlich die Moral. An einem stockdunklen deutschen Wintertag erhält die 50-Cent-Kerze, die man anzündet, wenn die Heizung aus ist, nicht nur den Raum, sondern lindert auch die Urangst in unserem Gehirn. Sich mit Binden oder Seife sauber halten zu können, ist der Beweis dafür, dass man nicht den Anschluss an die Zivilisation verloren hat. In Krisen sterben Menschen eher an Verzweiflung als an Hunger. Diese kleinen Dinge geben einem das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Vorbereitet zu sein ermöglicht es einem, inmitten einer panischen Menge die Ruhe zu bewahren. Wir leben in Deutschland. Regeln und Gesetze können einen auch in Krisenzeiten verfolgen. Der größte Vorteil dieser 20 Punkte ist ihre Legalität. Mit einer Axt oder einem großen Messer auf der Straße herumzulaufen, macht dich zu einem leichten Ziel. Aber wenn du ein Kondom, Zum Schluss des Videos gebe ich euch eine Aufgabe. Geht morgen zum nächsten Aldi oder Lidl. Besorgt euch mit den 20 €, die ihr dabei habt, die Punkte auf der Liste. Morgen könnte es zu spät sein. Ich bitte euch, diese Information nicht für euch zu behalten, aber auch nicht jedem zu erzählen. Teilt sie nur mit Freunden, denen ihr vertraut. Freunden, auf die ihr euch in Krisenzeiten verlassen könnt. Wenn euch dieses Video geholfen hat, abonniert bitte den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke als Zeichen eurer Wertschätzung. Denn im nächsten Video erkläre ich, wie man mit diesen Gegenständen einen improvisierten Unterschlupf und eine Verteidigungslinie baut. Dann wird es ernster. Merkt euch, wer unvorbereitet ist, ist auf das Scheitern vorbereitet. Ich bin der Kommissar. Bleibt wachsam, bleibt am Leben. Bis zum nächsten Mal. Moment mal. Bevor ich gehe, muss ich euch noch etwas verraten, das ich nicht ganz oben auf die Liste gesetzt habe, das mir aber am wichtigsten ist. Diejenigen unter euch, die bis hierher gelesen haben, besitzen wahre Disziplin im Umgang mit Vorsorgemaßnahmen und dieses Geheimnis ist eure Belohnung. Ihr habt Gold, Lebensmittel, Medikamente in eurer Tasche. Aber was werdet ihr am 3. Tag der Krise der Menge mit den Chaosmasken sagen, die an eure Tür klopft, oder dem Polizisten am Kontrollpunkt? Genau da kommt die Illusion der Formalität ins Spiel, die nur einen Euro kostet, aber euer Leben retten kann. Geht morgen in einen Schreibwarenladen und besorgt euch eine gelbe Warnweste, eine einfache Plastikmappe und ein Namensschild mit der Aufschrift Notfallkoordination. Dazu noch eine Rolle Absperrband mit der Aufschrift Achtung-Sperrzone. Warum? Weil in Deutschland und tatsächlich überall auf der Welt, selbst in Krisenzeiten, im Chaos sind die Menschen uniformiert oder man neigt dazu, jemandem zu gehorchen, der offiziell wirkt. Wenn in deiner Nachbarschaft geplündert wird, sorgt das Absperrband an deiner Tür und die gelbe Weste dafür, dass die Leute denken, es sei eine offizielle Zone und fernbleiben. Niemand will mit der Offizialität zu tun haben. Zivilist inmitten des Chaos zu bleiben, ist das Ziel. Doch Autorität auszustrahlen, ist der Schutzschild. Es ist nur ein Stück Plastik und Stoff für 2 €, aber es verleiht dir in der Menge einen Tarnumhang. Die beste Waffe ist die, die nie abgefeuert werden muss. Die beste Verteidigung ist, wenn der Angreifer gar nicht erst daran denkt, dich anzugreifen. Und das war der 21. und düsterste Punkt auf der Liste. Besitz hält dich am Leben, aber strategische Intelligenz befreit dich. Während andere Nudelpackungen zählen, weißt du, wie du das System manipulierst. Nun, ist es wirklich Zeit zu gehen. Teilen Sie dieses letzte Geheimnis nur mit Ihren treuesten Freunden. Denken Sie daran. Chaos ist ein Abgrund, aber für diejenigen, die darauf vorbereitet sind, wird dieser Abgrund zur Leiter. Merkt euch, wer unvorbereitet ist, ist auf das Scheitern vorbereitet. Ich bin der Kommissar. Bleibt wachsam, bleibt am Leben. Los geht's mal.